we just hold tight. We're up at the moonlight, believe in the magic. On side, we'll make it feel just. Navi, wie sieht denn dein Schreibtisch aus? Normal? Sag mir, wann hast du denn das letzte Mal aufgeräumt? Vorletzten Monat. Du hast wohl auf Aufräumen überhaupt keine Lust, oder? Ja, ich hasse freiwillig aufräumen. Wer macht das schon? Dann schau dir doch einfach mal Mamis Aufräumvideo an. Das klingt cool. So Leute, wie ihr seht, muss ich heute mal meinen Schreibtisch aufräumen und deshalb gibt es heute ein neues Aufräumvideo von mir. Ich hoffe, ich kann euch damit auch ein bisschen motivieren, dass ihr auch mal euren Schreibtisch mal wieder schön aufräumt und auch eure Schreibtischschubladen mal ausmistet. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir los. Finden werde ich hier wohl nichts mehr. Schon. So, wie immer als erstes müsst ihr euch was Bequemes anziehen. Ich habe jetzt mal erst die Jeans gegen meine Jogginghose hier getauscht. So, und jetzt mache ich mir noch die Haare aus dem Weg. Als erstes besorgt ihr euch wieder ein paar Körbe. Also ich habe jetzt keine Wäschekörbe, sondern einfach Körbe genommen. Hier ein paar kleinere für den Schreibtisch jetzt. Und wenn ihr keine Körbe gerade da habt, könnt ihr auch einfach Kartons nehmen. Ich glaube, das geht genauso gut. Also ich habe so einen kleinen Körbetick beim Aufräumen. Achso, und euren Mülleimer hier habt ihr auch noch. So, als erstes müsst ihr jetzt erstmal alle Sachen vom Schreibtisch runterräumen. Und ihr müsst die jetzt in die Körbe sortieren. Und ja, den Müll direkt in die Mülltonne. Fang ich mal an. Dabei sortiere ich jetzt die kleinsten Sachen so in die kleine Kiste. Also hier noch ein paar Slime-Sachen. Noch irgendwas klein? Nö, sieht nicht so aus. Ich versuche das so ein bisschen nach Themen zu sortieren und die kleinen Sachen in die kleinen Kisten und die großen in die große. Und das macht ihr einfach so lange, bis der ganze Schreibtisch leer ist. Und was ihr nicht mehr braucht, was Müll ist, kommt natürlich direkt in die Mülltonne. Das macht sogar so ein bisschen Spaß, weil ihr könnt mal versuchen, die verschiedenen Körbe zu treffen. So. Yay! Achso, und versucht euch mal ein bisschen aufzumuntern, indem ihr eure Musik anmacht. Und ich mache das jetzt mal. Alexa, spiele Musik. So, der Schreibtisch ist schon mal leer, aber Leute, schaut mal, jetzt kommt das Schlimmste. Die Schublade. Meine Körbe sind schon fast voll. Hilfe. Ich glaube, das meiste ist Müll. Mülltonne, halt dich bereit. So, und weiter geht's. Wenn ihr keine kleinen Körbe zu Hause habt, könnt ihr euch auch verschiedene Häufchen, also Häufchen klingt ja ein bisschen komisch, Päckchen machen, wo ihr dann die verschiedenen Sachen einfach drauflegt. Ich mache mir hier nämlich auch so einen Haufen Papier für die grüne Tonne. So, ich habe sogar alle Körbe voll bekommen und schaut mal Leute, meine Schubladen sind jetzt leer und ich hole jetzt glaube ich erstmal ein Putztuch, um die zu säubern. Ich habe jetzt meine Schubladen hier wieder sauber und damit das nicht gleich schon wieder so chaotisch wird, habe ich mir jetzt hier aus dieser Pappe überlegt, dass wir so ein paar Abtrennungen machen und dann hoffe ich, dass es nicht mehr so chaotisch ist. So, dafür braucht ihr hier so Foamboard, nennt sich das. Das kostet 3,90 € und findet ihr im Bastelgeschäft. Oh, und dann braucht ihr hier so ein Maßband. Damit müsst ihr die Tiefe und die Breite eurer Schubladen ausmessen. Dann zeichnet ihr euch eure Abteilungen auf, also so wie ihr sie haben wollt. Und dann müsst ihr die ausschneiden. Und das mache ich jetzt mal und dann sehen wir uns gleich wieder. So, guckt mal, ich habe hier jetzt meine fertigen Streifen und die könnt ihr dann jetzt einfach hier so in die Schubladen reinstecken. Ich habe ja hier schon mal so einen gemacht. Das müsst ihr erst so reinmachen, dann sofort biegen und dann könnt ihr das in den Abstand machen, wie ihr haben wollt. Ich nehme die einfach an verschiedenen. Und dann zeige ich euch jetzt noch, wie ihr die am besten festmachen könnt. So, damit ihr nicht direkt die Schublade bekleben müsst, nehmt ihr euch jetzt einfach hier so einen Washi-Tape-Streifen und klebt den
erstmal hier so an den Rand. So. Und dann finde ich, hier passt es direkt rein. Und ihr müsst am besten dünnes Washi-Tape nehmen. Das sieht man nämlich nicht direkt so. Und jetzt könnt ihr es auch auf der anderen Seite machen. Und da kommt jetzt gleich auf dieses Washi-Tape hier der Heißkleber. Und schon ist eure erste Abtrennung fertig. So, ich habe jetzt mittlerweile gemerkt, dass ich das auch ohne, bei meinen Schubladen kann ich das auch ohne Washi-Tape machen, weil ich versau die dadurch nicht. Die kriege ich auch ganz gleich wieder ab, den Heißkleber. Und ja, so sieht das jetzt aus. Und ich habe auch schon ein bisschen mit dem Washi-Tape angefangen, habe ich so eine schmale Linie da gezogen. Aber wenn ihr eure Schubladen nicht versauen dürft, dann macht das bitte mit dem Washi-Tape-Trick. Oder probiert aus, ob der Heißkleber sich wieder von den Schubladen lösen lässt, genau wie bei mir. Und jetzt fange ich mal an, das Washi-Tape einzurollen. Ihr könnt die Aufteilung also genauso aufteilen, wie ihr sie braucht. Dann könnt ihr anfangen, aus euren Kisten die Sachen wieder in eure Schubladen einzusortieren. So, meine Schubladen sehen jetzt ja schon viel besser aus, Leute. Das müsst ihr zugeben. Und ich habe jetzt, erkläre ich mal, was ich hier so drin habe. Hier habe ich so zwei Abteilungen mit Washi-Tape. Da hat nicht alles hingepasst. Deshalb habe ich hier noch sowas gemacht. Hier liegt noch so eine schöne Handyhülle aus Bluebands. Habe ich mal einen Fan geschickt. Danke dafür. Hier sind noch so Notizblöckchen, so ein Taschenmantelheft. Und da unten noch so Pferdewitze und sowas. Hier liegt noch meine Effektbrille und darunter unten so kleine Aufkleber und Tattoos. Und dann ist hier, gibt es so kleines Krimskrams, das eigentlich nicht im Schreibtisch gehört, aber habe ich jetzt in die Schubladen getan. Hier sind Mäppchen, Lineale und das Fach dahinter hier, da sind noch größere Aufkleber und auch noch ein bisschen Tattoos, die nicht da reingepasst haben. Und hier sind dann erstmal meine Wachsmalstifte und noch Aquarellbuntstifte und noch so ein kleines Mäppchen. Da unten so eine Handyhülle oder Taschenwärmerhülle. Dann hier mein Malkasten, der ist aber schon alt. Und hier ist mein BFF-Buch. Da unten drunter liegen noch Krummern-Sachen und so kleine Heftchen noch. Noch ein Mäppchen mit meinen ganzen Radiergummis. Und jetzt hier so Bastelpappen und so Malbilder, also so Bilder, die ich noch aufheben möchte. Und hier ist noch mein Briefpapier drin. Und mein Kalender, den muss ich eigentlich auch mal woanders hin tun. Der gehört gar nicht hier in die Schubladen. Und übrigens habe ich jetzt mein buntes, also es klingt lila, Wandtuch wieder aufgehangen, weil irgendwie hatte ich da jetzt wieder Lust drauf. Und Weihnachten war jetzt mal schon vorbei. Jetzt habe ich hier auf dem Dachboden noch so ein paar pinke Sachen wieder gefunden. Die passen jetzt auch gut. Und die stelle ich jetzt einfach hier wieder hin und tue da ein paar Sachen rein. Für meine Schreibtischunterlage mache ich mir die jetzt noch ein bisschen schöner wieder mit meinem Geschenkpapier. Dafür lege ich einfach Geschenkpapier unter so eine durchsichtige Unterlage. Passend zu eurer Unterlage mache ich jetzt noch eine Schreibtafel. Für eure Schreibtafel braucht ihr einen Bilderrahmen und wieder Geschenkpapier. Macht den Bilderrahmen auf und legt einfach ein Stück Geschenkpapier rein. So sieht das jetzt aus. Und jetzt könnt ihr da einfach draufschreiben, was ihr wollt. So, ich habe jetzt hier noch so ein paar Polaroid-Bilder aufgeklebt und hier einfach noch To-Do-Liste geschrieben. Und wenn ihr das mit so einem Tafelstift hier schreibt, könnt ihr es auch immer wieder wegwischen. So, jetzt habe ich direkt hier meinen Schreibtisch, passend zu meiner Unterlage, mein Whiteboard hängen. So, was ihr auch noch mal gut machen könnt, wenn ihr euren Schreibtisch organisiert, könnt ihr hier einfach so einen schönen Karton nehmen, den auf den Schreibtisch stellen, da auch so ein paar Sachen einsortieren. Ich habe jetzt noch welche aus den Schubladen einfach genommen. Das sieht auch immer sehr schön aus, aber ich finde es halt blöd, wenn der Karton einfach einfarbig ist. Ich finde das schon gut, wenn der ein bisschen peppiger aussieht, dann auch heute nicht zum Schreibtisch passt. Ihr könnt den jetzt eigentlich auch so einen ganz normalen Karton nehmen, den dann schön bekleben mit Geschenkpapier oder Aufklebern, was ihr haben wollt. Und ja, ich zeige euch jetzt einfach nur mal alles. Also hier habe ich jetzt meine Slimes in meinem Köpfchen rein sortiert. Also die ich immer gerne knete, kann ich hier einfach machen.
Dann habe ich hier ein paar Fidget Spinner, Lipgloss und Radiergummi, mein großer, und noch so ein paar Krimskrams-Sachen. Hier steht dann meine Sharpies und der To-Do-Stift. Hier einfach noch verschiedene Stifte, ein Spitzer, wieder ein Labello. Ich habe ganz viele Labellos. Und hier ist dann meine Instax-Ecke mit 2 Fotoalben und meiner Kamera. Hier ist dann mein Kalender drin. Und hier ist meine Kuma-Mappe. Und hier hängt dann noch mein Whiteboard. Und schaut mal hier meine Schubladen. Ich finde das jetzt auch viel schöner. Also Leute, das hat wirklich gar nicht so lange gedauert. Und deshalb würde ich euch empfehlen, das auch mal zu machen, wenn euer Schreibtisch unordentlich ist. So, ich hoffe, mir hat es gefallen. Ihr habt jetzt auch ein bisschen Lust bekommen, euren Schreibtisch aufzuräumen. Dann würde ich mich natürlich über einen dicken Daumen nach oben freuen. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!